Endlich sind sie da, die ersten Kobi-Sets mit VW-Lizenz. Wollen wir doch mal schauen, was diese Wolfsburg-Mielitz-Kooperation so zu bieten hat. Willkommen in der Noppenklötzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und ja, Freunde, wer mich kennt, der weiß, dass ich beruflich mein Leben lang mit Volkswagen zu tun habe. Mein Hobby sind Klemmbausteine und deswegen freue ich mich doch ganz besonders, wenn mein liebster Klemmbausteinhersteller Kobi hier diese Lizenz jetzt am Start hat und wir auch ein bisschen in der Nostalgie schwärmen können, denn ich bin Kind der 80er und diese Fahrzeuge hier sind auch Kinder der 80er, nämlich 3 Golf-Versionen aus dem Hause Kobi im Maßstab 1:35 in der neu gelabelten Action Town Serie. Und wir fangen an mit den roten Golf 1 von 74 bis 83 gebaut, 68 Steinchen schwer, wie gesagt im Maßstab 1:35, die 24613. Dann den Klassiker, den weißen Golf GTI, die 24614, auch im Maßstab 1:35, von 76 bis 83 gebaut, 64 Steinchen schwer. Und dann das gleiche in Blau, möchte ich noch einmal behaupten, die 24615, von 76 bis 83 gebaut, auch 78 Steinchen, auch der GTI hier in Blau. Ich freue mich ganz besonders, jetzt mit euch einzusteigen, uns anzuschnallen, wobei ich glaube, damals gab es noch keine Anschnallgurte bei diesen Fahrzeugen, ich weiß es nicht ganz genau, egal, ich freue mich jetzt hier mit euch diese 3 Klemmbaustein-Sets besprechen zu dürfen. Wer hat Angst vorm bösen Golf? Ich hoffe, wir nicht, denn hier liegen sie auf dem Bautisch. Die Kartons im Maßstab 1:35 aus der Action Town Serie der VW-Lizenz. Unsere 3 Golf-Variationen, den Urvater, die 24613 mit 68 Steinchen und dann die beiden Variationen des GTIs in Weiß und in Blau, die 24614 und die 24615. Und spannend ist, obwohl wir hier beides 2 Golf GTI haben, beide Baujahr 76 bis 83, haben wir hier 64 Steinchen und hier 68 Steinchen. Wie gesagt, alle 3 Sets im Maßstab 1:35. Wir schauen uns mal kurz die Seiten an. Und dann natürlich die Rückseite. Hier haben wir die Fahrzeuge. Natürlich nochmal mit dem Hinweis Pad Printed. Ihr bekommt alle Fakten, die wir hier sehen bei den Fahrzeugen, natürlich bei mir auf den Infokarten. Ganz wichtig und ganz cool hier dieser Lizenzaufkleber, dieser, ja hier, ihr könnt es vielleicht sehen, in Regenbogenfarben, wie bei einer CD, glitzernde Sticker von VW. Wie gesagt, die Fakten bekommt ihr alle gleich. Jetzt finde ich, sollten wir einmal in die Kartons reingucken. Dafür lasse ich sie nicht fliegen, sondern wir klatschen es ab, denn wir freuen uns, dass wir diese Sets auf dem Bautisch haben, liebe Freunde. Ja, Freunde, da liegen unsere 3 Sets in Rot, Weiß, Blau auf dem Bautisch. Der rote Golf 1 und die weiße und blaue Variation als GTI. Hier haben wir lustigerweise 4 Bautüten bei 68 Steinchen, hier 5 Bautüten bei 64 Steinchen und hier haben wir auch 5 Bautüten bei 68 Steinchen. Die Anleitungen sind ja nicht ganz Postkartengröße, spiegeln das Design wider, die wir auf den Verpackungen schon sehen. Und wir stellen uns jetzt mal hier einfach stellvertretend diese Anleitung ins Rampenlicht. Wir klappen sie auf und wir sehen, wir klemmen einfach drauf los, indem wir hier die Tüten gleich aufreißen, die Steine uns sortieren und dann legen wir los vom Baustep 1 zu Baustep 13. Ich hoffe, das ist ein gutes Omen.
Wir haben hier keine Seitenzahlen, logischerweise haben wir keine Bautütengruppierungen. Wir können also einfach drauf losklemmen und unseren weißen Golf GTI bauen. Natürlich haben wir viele Formteile und wir haben auch viele Drucke, wie wir das sehen. Ich habe euch bei dem Messerundgang-Video schon gesagt, dass wir hier wahrscheinlich viele Formteile, viele Prints haben und nur im vorderen Bereich Transclear-Teile. Ich bin gespannt. Man will den Tag ja nicht vor den Abend loben. Ganz wichtig, am Ende der Anleitung haben wir immer noch mal eine Teileübersicht und den Link zur Kobi-Webseite. Sollten Teile fehlen, habt ihr hier die Nummern und könnt es da monieren. Natürlich bei den anderen Anleitungen hier ist es ähnlich. Ich baue jetzt für euch diese Fahrzeuge und dann wünsche ich euch dabei nämlich wie immer ganz viel Spaß bei den Fakten. Wie gesagt, sehr persönlich, diesmal sehr Wolfsburg-lastig. Und dann schauen wir uns nach dem Fakten, nach dem Speedbild in die Augen, bewerten diese Sets und darauf freue ich mich ganz besonders. Aber zuerst freue ich mich natürlich aufs Klemmen, liebe Freunde. Speedbildzeit ist Faktenzeit. Heute geht es um die Stadt Wolfsburg. Wolfsburg ist eine der jüngsten Städte Deutschlands und wurde am 31. Mai 1938 gegründet. Sie liegt im Bundesland Niedersachsen und hat eine Einwohnerzahl von rund 140.000 Menschen. Bekannt ist Wolfsburg vor allem als Sitz des Automobilkonzerns Volkswagen. Das Volkswagen-Werk in Wolfsburg ist das größte zusammenhängende Automobilwerk der Welt. Hier arbeiten etwa 60.000 Menschen. Jährlich werden mehrere Millionen Fahrzeuge produziert, darunter Modelle wie der Golf, der Tiguan und der ID.4. Doch warum wurde Wolfsburg überhaupt als Industriestadt geplant? Ganz einfach. Die Stadt wurde ursprünglich gegründet, um Arbeiter für die Produktion des Volkswagen-Käfers unterzubringen. Das Auto, das damals als KdF-Wagen bekannt war, sollte ein erschwingliches Fahrzeug für die breite Bevölkerung werden. Für den Bau des Werkes und die Unterbringung der Arbeiter wurde eine völlig neue Stadt errichtet, zunächst unter dem Namen Stadt des KdF-Wagens bei Fallersleben. Nach dem Zweiten Weltkrieg erhielt die Stadt dann ihren heutigen Namen Wolfsburg. Während des Zweiten Weltkriegs wurde das Volkswagen-Werk jedoch nicht für die zivile Automobilproduktion genutzt. Stattdessen wurde die Fabrik für die Rüstungsindustrie umfunktioniert. Es wurden unter anderem Kübelwagen und Schwimmwagen für das Militär hergestellt. Außerdem produzierte das Werk Teile für Raketen und andere militärische Ausrüstung. Besonders tragisch ist, dass während des Krieges tausende Zwangsarbeiter, Kriegsgefangene und KZ-Häftlinge zur Arbeit im Volkswagen-Werk gezwungen wurden. Sie mussten unter harten Bedingungen arbeiten, oft unter menschenunwürdigen Umständen. Erst viele Jahrzehnte später begann Volkswagen mit der Aufarbeitung dieser Geschichte. Im Jahr 1999 wurde die Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft gegründet, um Entschädigungszahlungen an ehemalige Zwangsarbeiter zu leisten. Nach dem Krieg übernahmen die britischen Besatzungstruppen das Werk. Es stand zunächst vor dem Aus, doch ein britischer Offizier namens Ivan Hirst erkannte das Potenzial und ließ die Produktion des Volkswagen-Käfers wieder aufnehmen. Das war der Beginn des weltweiten Erfolgs von Volkswagen. Der Name Wolfsburg stammt von der gleichnamigen Burg, die in der Nähe liegt. Die Wolfsburg wurde im 13. Jahrhundert erstmals urkundlich erwähnt und war über Jahrhunderte der Sitz eines Adelsgeschlechts. Die Stadt bietet aber nicht nur Industrie, sondern auch viele Sehenswürdigkeiten. Dazu gehört die Autostadt, ein Erlebnispark rund um das Thema Mobilität. Jedes Jahr besuchen etwa 2 Millionen Menschen die Autostadt. Ein weiteres Highlight ist das Pheno Science Center. Es wurde von der Star-Architektin Zaha Hadid entworfen und zählt zu den größten Science-Centern in Deutschland. Sportlich ist Wolfsburg vor allem durch den Fußballverein VfL Wolfsburg bekannt. Der Verein wurde im Jahr 1954 gegründet und spielt in der ersten Bundesliga. Die Frauenmannschaft gehört zu den erfolgreichsten Teams in Europa und hat bereits mehrere deutsche Meisterschaften sowie internationale Titel gewonnen. Insgesamt ist Wolfsburg eine moderne Stadt, die Geschichte, Innovation und Freizeitmöglichkeiten vereint.
Hast du gewusst, dass Wolfsburg eine der wenigen Städte in Deutschland ist, die keinen historischen Stadtkern hat? Das liegt daran, dass sie ja als reine Industriestadt geplant wurde und daher keine gewachsene Altstadt besitzt. Das war die heutige Faktenzeit. Falls du mehr über Städte, Geschichte oder Technik wissen möchtest, lass es mich gern in den Kommentaren wissen. Viel Spaß jetzt beim Review der Kobi Golf Varianten im Maßstab 1:35. Nach 20 Minuten Bauzeit stehen unsere 3 Kobi-Gölfe, so nenne ich sie mal, im Maßstab 1:35 auf unseren Bautisch aus der neu gelabelten Actiontown-Serie. Die 24613, der Golf 1, die 24614 und die 24615, unsere Golf GTI-Variation in Weiß und in Blau. Hier das Fahrzeug hat 2 Radnabenblenden über. Hier seht ihr sie. Der blaue GTI hat die auch. Und ihr könnt euch daran erinnern, ich habe gefragt, Mensch, wo kommen denn die Teilunterschiede her? Es sind genau diese Radnabenabdeckungen. Das heißt, kauft ihr euch wie ich das ganze Trio in Weiß, Blau, Rot, habt ihr hier jeweils 2 dieser Blenden über und könnt sogar euren weißen GTI dann mit diesen versehen. 20 Minuten, habe ich gesagt, habe ich für alle beide gebraucht. Dadurch kann ich sagen, der Bauspaß hält sich hier wirklich in Grenzen. Das ist bei Kobi mit diesen Fahrzeugen natürlich aufgrund der Formteile sowieso so eine Geschichte. Aber für Kinder, denke ich mal, geht es ja auch darum herum, ein bisschen viel zu stecken und da hat man nicht wirklich viel. Ich nehme mal exemplarisch hier die Anleitung unseres blauen GTIs und ihr seht es, es ist relativ simpel, das zu machen. Und wenn ihr mal den Speedbuild euch genau anguckt, der super langsam runter reduziert ist bei 20 Minuten, dann seht ihr auch, dass ich die Fahrzeuge irgendwann aus meinem Kopf gebaut habe. Ja, also die blaue Anleitung zum blauen Fahrzeug mit den 2 Blenden, die über sind, wie beim roten. Und beim roten würde ich auch sagen, steigen wir dann gleich mal ein, um uns die Details anzugucken. Was mir auffällt generell ist, dass diese Fahrzeuge sehr tiefer gelegt aussehen. Sie sehen sehr flach aus, sie sehen so aus, wie ich mir als Jugendlicher meinen tiefer gelegten, getunten Golf hätte vorgestellt, nämlich schön cleaner, dezenter, aber doch aggressiver Look, aber trotzdem finde ich, wenn man mal hier schaut, super gut die Form des Golf wiedergegeben im Rahmen, sage ich mal, des 1:35 Maßstabs. Und wenn wir an die Formteile und dann doch die verbauten normalen Bricks wie hier denken, die Symbiose ist ganz gut gelungen. Hier die Abdeckungen auf den Rädern. Wir sehen schon hier die großen Formteile, die wir haben, nämlich hier vorne die Motorhaube und hier hinten das Heck. Und ihr seht auch, das große Manko an diesem Fahrzeug ist, dass ab und zu bei den Formteilen hier, da fehlt eine Verbindung, dadurch haben wir etwas Lücken und wir haben halt einen Bruch, finde ich, mit Transclear-Teilen und dann einer gedruckten Heckscheibe bzw. Seitenfenstern und dann auch noch farblich unterschiedlich. Das ist ein bisschen schade. Von vorne richtig schön der typische VW-Grill der damaligen Zeit mit den schönen Lampen, auch hier der Bumper. Richtig schön gemacht mit den Katzenaugen und die Spoilerlippe, richtig cool, sowie der typisch VW Grill hier vorne oder die Öffnung, nicht Grill für die Motorhaube und beziehungsweise die Lüftung und hier die bedruckte Scheiben mit den Scheibenwischern. Das gleiche auf der Seite, beziehungsweise hier noch den Tankdeckel, der drauf gedruckt ist und die Türgriffe. Das bei allen 3 Fahrzeugen und das Heck ist mit das Schönste, denn wir haben hier diese alte VW-Bezeichnung auf dem Fahrzeug, Volkswagen und Golf, sowie dann das Typenschild, so wie man es auch sehen würde im Zeithaus in Wolfsburg und natürlich auch hier die toll bedruckten Rücklampen, Blinker und auch hier der Bumper, richtig cool. Der Bumper ist ja ein Formteil, da seht ihr reingesteckt in die Öffnungen. Und das gleiche hier vorne. Formteile schauen wir uns das mal genauer an, weil ich will euch zeigen, wie es aufgebaut ist, auch wenn ihr es im Speedbild gesehen habt. Das, was ich meine, ist, hier haben wir keine richtige Noppenaufnahme, kein Tube, sondern hier sind die Noppen verbaut, beziehungsweise klemmt es so gut. Wir sehen, dass dieses Formteil an einem Bracket hängt. Hier haben wir quasi fast einen 2x4er drin stecken. Der kommt hier auf so ein Bracket und dann kommt der hinten hier auf das Fahrzeug. So haben wir halt hinten die Illusion des typischen Golf-Aussehens. Was auch eine gute Illusion ist, ist nämlich der Innenraum.
den wir mal öffnen, denn wir haben da was schön gebautes, nämlich Lenkrad, Sitze und eine Rückbank. Allerdings, Freunde, können wir natürlich keine Figur so richtig reinbauen. Das wäre zu viel des Guten aufgrund des Platzes. Was passen könnte aber wäre, wenn wir die Sitze rausbauen, dann könnte man eine Lego-Figur oder eine Lego-artige Figur sicherlich da reinquetschen, reinlegen, sodass wir so ein bisschen die Illusion haben, wenn ihr eure Klemmbausteine mischt, dann geht das vielleicht, wenn man die Sitze ausbaut. Also wenn ihr euer eigenes Tuning macht. Hier haben wir leider auch den Gap durch das Formteil, weil wir hier gar keine richtigen Tubes zur Aufnahme haben. Auch auf einem Bracket hier vorne dran und somit haben wir hier vorne so ein bisschen den Gap. Und unten ganz clean mit diesen dünnen Fliesen. Gefällt mir trotzdem ganz gut das Fahrzeug, auch wenn es wie gesagt sehr sportlich tiefer gelegt aussieht. Das gleiche natürlich dann bei unserem weißen GTI, nur noch getoppt durch die Zierleisten hier durchgängig schwarz und weiß und richtig toll über mehrere Steine gedruckt und hier oben sogar ganz dünn, ganz klein, das finde ich cool und natürlich auch durch die rote Umrandung am Grill, die Doppelscheinwerfer, das GTI-Zeichen hier vorne und natürlich das gleiche dann hier hinten mit dem GTI-Zeichen und auch richtig toll hier der Knopf für die Heckklappe, den wir hier natürlich bei unserem roten auch haben, wobei wir hier nochmal eine größere Umrandung haben der Heckscheibe, die auch schön eingelassen ist. Also da haben wir hier nochmal so ein bisschen Highlight bei unserem weißen GTI. Sonst innen drin das gleiche, also ich kann euch schon mal trösten, es gibt keine bedruckten Sitze im Karo-Look, das wäre ziemlich cool, aber ich glaube, es wäre auch zu viel des Guten, aber trotzdem schön hier Lenkrad und auch die Scheiben toll bedruckt. Und generell der GTI hier ist schon das schönere Modell, finde ich, aufgrund natürlich der Geschichte des GTIs und den roten Streifen. Und ja, ich kriege hier richtige Vibes, auch mit dem Scheibenwischer am Heck. Richtig, richtig cool. Also wenn ich mir das Fahrzeug so angucke, nehmen wir auch nochmal den roten Golf dazu. Da kriegt man noch richtig Bock und ich hoffe, dass Kubi hier wirklich mehr macht. Ich könnte mir einen Vento vorstellen, natürlich ein Polo G40, das wäre doch was, ein Scirocco 1. Also es gibt so viele Fahrzeuge, die ich mir hier im Maßstab 1:35, ein Corrado von VW vorstellen könnte. Ich hätte richtig, richtig Bock. Kubi, bitte lasst diese Lizenz nicht einschlafen. Ich habe als Hoffnungsschimmer extra im Hintergrund die Skoda-Lizenz aufgebaut. Die gibt es ja auch schon länger. Deswegen hoffe ich, dass VW hier bei Kubi auch lange, lange lebt. Ja, dann unser Blauer, der natürlich nochmal sehr aggressiv aussieht. Durch das Blau, ich muss sagen, habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt, habe ich nie gesehen, dass es diese Farbe gab. Für mich Rot, Schwarz, Weiß, das waren die Golffarben, gerade beim Golf 1. Wobei es da ja auch so Auswurffarben gab, also Popelgrün und Schleimgelb, meine ich, oder dieses Fußpilzorange nenne ich es mal, also diese typischen VW-Farben der damaligen Zeiten. Aber hier auch in Blau, richtig tolles Fahrzeug und die Räder drehen sich natürlich bei allen drei Fahrzeugen auch sportlich, so wie es sich gehört. Ja, Freunde, für mich ist diese VW-Lizenz, ich habe es euch gesagt, etwas ganz Besonderes, da ich mein Leben lang mit Volkswagen zu tun habe, beruflich. Also diese ganzen Klemmbausteine kann ich mir nur leisten, weil ich aktiv an, mit und um Volkswagen herum arbeite. Das drückt sich auch dann dadurch aus, dass ich sogar hier mal einen VW-Bulli designt habe. Gelabelt habe ich mir Sticker gemacht von einem meiner alten Arbeitgeber, einfach weil Klemmbausteine und VW, das gehört ja eh zusammen, das haben wir schon bei vielen anderen Herstellern gesehen und für mich beruflich dann sowieso, da geht ein Herz auf. Ein Herz haben auf jeden Fall diese drei kleinen schnuckligen Fahrzeuge bei mir auch gewonnen. Über den Preis kann man natürlich ein bisschen streiten bei der Teileanzahl. Vielleicht kriegt ihr sie bei Händlern noch günstiger, gibt ja immer wieder Rabattaktionen und viele Händler haben die ja auch viel günstiger schon auf den Markt als bei Kubi. Da ich euch die Sets relativ schnell präsentieren möchte, kaufe ich natürlich bei Kubi jetzt hier in diesem Falle ein, damit ich euch schnell diese für mich Herzensangelegenheit, die VW-Lizenz bei Kubi euch hier präsentieren kann. Und auch in der Action Town, weil das freut mich auch, dass es da weitergeht. Denn so sehr ich Kubi für seine
Militärfahrzeuge auch liebe, so liebe ich halt auch diese Umsetzungen, diese anderen Umsetzungen in der Action Town Serie, wenn wir über das Thema Zivil reden. Und ich freue mich auch auf die anderen Lizenzen, die dann noch kommen und dann auch mal wieder so ein bisschen wirklich Action in die Town bringen. Ja, das waren jetzt die Fahrzeuge. Ihr bekommt jetzt noch einmal Bewegtbilder und dann schauen wir uns zum Abschluss in die Augen, liebe Freunde. Wie immer an dieser Stelle, liebe Freunde, bekommt ihr Detailbilder, diesmal in Bewegtbild, damit ihr euch selber noch einmal einen Eindruck von den 3 gebauten Golf-Varianten aus dem Hause Kobi machen könnt, unabhängig von meinen Ausführungen eben im Review. Lasst uns aber noch mal ein bisschen über den Golf sprechen, das drittmeistgebaute Auto der Welt. Der Golf hat lange Zeit im Schatten des Käfer gestanden, diesen dann aber überholt. Mittlerweile werden mehr Tiguans verkauft bei Volkswagen als Golf, also ist der Golf gar nicht mehr so in Anführungszeichen das Zugpferd bei VW, aber trotzdem wird dieses Fahrzeug weiterhin produziert, auch wenn die Produktion wohl in den Ende der 2020er Jahren Richtung Mexiko verlagert wird. Das ist übrigens auch ein Schicksal, das der Golf mit dem VW Käfer auch gemein hat, der wurde ja auch irgendwann nach Mexiko verlagert und da produziert. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, Mensch, wenn der Golf das Auto ist, das am drittmeisten Mal gebaut wurde, was kommt denn noch vor dem Golf? Und vielleicht eine Überraschung, das Auto, was am zweitmeisten gebaut wurde, nämlich über 40 Millionen fast, ist die Ford F-Serie, die Pickup-Serie bei Ford. Fast 40 Millionen dieser Serie, die es seit 1948 gibt, also die Bezeichnung ist ein Hammer, finde ich. Dass es diese Fahrzeuge so lange gibt, hat man meistens gar nicht auf dem Schirm, denn meistens denkt man an einen Asiaten vielleicht und das ist der Platz 1, nämlich mit weit über 40 Millionen hergestellten Fahrzeugen, fast 45 Millionen, ist es der Toyota Corolla, den es seit 1966 gibt. Das nochmal so ein paar Fakten rund um den VW Golf, über Volkswagen und seine Konkurrenz. Aber jetzt, Freunde, schauen wir uns zum Abschluss noch einmal in die Augen. Ja, Freunde, das ist das Video schneller zu Ende, als dass ich von euch in den Kommentaren wissen möchte. Wie sind denn eure Meinungen zu diesen 3 ersten VW-Sets mit der Kobi Klemmbaustein Action Town Serie umgesetzt? Und natürlich, eigentlich möchte ich von euch auch übergeordnet wissen, was haltet ihr von der VW-Lizenz bei Kobi und welche persönliche Geschichte habt ihr denn vielleicht mit VW? Meine habe ich euch im Verlauf dieses Videos erzählt. Also schreibt es mir unten in die Kommentare und wie immer bei solchen Sets, die hier eindeutig Autos sind, wünsche ich euch eine gute Fahrt. Auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockstar.